Wow, heute ist richtig kalt. Okay. Oh. Äthiopien hat Tedros Adhanom nicht gewählt. Und das hat seinen Grund. Tedros Adhanom war nämlich bis zur Entmachtung der damaligen äthiopischen Diktatur ein Funktionär seiner umstrittenen Partei Tigray People's Liberation Front, kurz TPLF, die von 1991 bis 2018 die politische Führung Äthiopiens war. Dieser Teil wird nur ganz klein in den Biografien um Tedros Adhanom erwähnt. Bekannt ist, dass er innerhalb dieser Zeit von 2005 bis 2012 Gesundheitsminister Äthiopiens war und von 2012 bis 2016 Außenminister Äthiopiens. Weniger erwähnt wird unter der Führung der TPLF. Jedoch nur mit der Ernennung von Simbabwes Präsidenten Robert Mugabe zum Sonderbotschafter des guten Willens der WHO für Afrika erzeugte Tedros Adhanom weltweite Entrüstung. Denn dem im Jahr 2019 verstorbenen Mugabe wurden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Doch auch Tedros Adhanom wird beschuldigt, verantwortlich gewesen zu sein für schwere Völkerverbrechen, die in Äthiopien verübt worden sind. Was bei seiner Wahl zum Generaldirektor der WHO als Verleumdungskampagne und Schlammschlacht bezeichnet wurde. Aber hört weiter zu. Denn damit wird herabgespielt, dass Tedros Adhanom einer von 3 Beamten war, die in der Zeit von 2013 bis 2015, in der es von den Sicherheitskräften der TPLF zu Vergewaltigungen, Folterungen und Tötungen bis hin zum Massenmord kam, für diese verantwortlich gewesen sein soll. Zudem habe er in der Zeit als Gesundheitsminister Cholera-Epidemien innerhalb Äthiopiens vertuscht, während Hilfsorganisationen bemüht waren, die Ausbrüche einzudämmen. Bei seiner ersten Wahl zum Generaldirektor der WHO protestierten lautstark Angehörige der Amharen und Oromo, die am stärksten von den Cholera-Ausbrüchen während Tedros' Amtszeit betroffen waren. Die Amharen und Oromo sind die größten Bevölkerungsgruppen Äthiopiens, die von der TPLF-Regierung marginalisiert worden sind. Doch nicht nur aus der äthiopischen Bevölkerung und der neuen äthiopischen Regierung oder aus investigativen afrikanischen Medien kommen mahnende und anklagende Stimmen gegen Tedros Adhanom, sondern auch aus den USA. Der amerikanische Ökonom David Steinman ist sogar sehr bemüht um Aufklärung und fordert, dass der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom, vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen Völkermordes angeklagt wird. Wer ist David Steinman? Er war in der Mitte der 80er Jahre als beratender Experte für den Nationalen Sicherheitsrat der USA beim Sturz von Haitis berüchtigtem Baby Doc Duvalier aktiv und half bei der Gestaltung der US-amerikanischen Demokratieförderungspolitik während der Regierungen Reagan und Bush Senior. Hier wird jetzt nicht das Demokratieverständnis im Weißen Haus erläutert. Ich gehe davon aus, dass Steinman mit guter Absicht agierte, wie eigentlich die meisten Menschen innerhalb des Systems. In Äthiopien war Steinman 27 Jahre leitender ausländischer Berater der äthiopischen Demokratiebewegung bis zu ihrem Sieg im Jahr 2018, als Tedros Adhanom schon Generaldirektor der WHO war, der bis zu der Entmachtung der TPLF dieser Gruppe angehörte und sie noch danach unterstützte, als 2020 zwischen der TPLF und der neuen äthiopischen Regierung der Krieg in Tigray ausbrach.
Steinman verpackte seine Erlebnisse in seinem Roman Money, Blood and Conscience, Geld, Blut und Gewissen. Darin und in seinen Sachbüchern deckte er die Menschenrechtsverletzungen der äthiopischen Diktatur, den Diebstahl von 30 Milliarden Dollar von Hungersnotopfern und den versteckten Völkermord auf. Steinman wurde in der New York Times, Daily Mail, The National Review, The Telegraph und unzähligen anderen traditionellen Print- und Online-Medien weltweit zitiert. Er forderte im ersten Corona-Jahr 2020 in einer beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eingereichten Beschwerde gegen Tedros Adhanom, dass der Generaldirektor der WHO wegen Völkermordes angeklagt wird. Es ist derselbe Internationale Strafgerichtshof, von dem Tedros Adhanom im Jahr 2015, als er Außenminister Äthiopiens war, mit 53 anderen afrikanischen Ministern forderte,